Moin! Endlich ist es soweit. Die lange angekündigte Dänemark-Shelter-Tour startet jetzt für mich. Ich bin hier gerade noch in Tondern und auf meinem Weg zu meinem ersten Shelter. Das sind jetzt ungefähr noch 6 Kilometer und dabei könnt ihr mich gerne begleiten. Tondern liegt übrigens in Süddänemark, gleich nach der Grenze, bisschen westlich von Flensburg. Sie ist eine der ältesten Städte hier auf den Landbrücken, hatte ich das bei Wikipedia gelesen, weil sie wurde schon 1017 in Flensburg als Hafenstadt erwähnt. Durch die gute Anbindung an den Ochsenweg war natürlich hier der Viehhandel sehr groß. Was ich noch sehr spannend finde, im Ersten Weltkrieg im Kaiserreich, wo Tondern hier noch zum Deutschen Kaiserreich gehörte, war hier einer der größten Zeppelin-Flughafen hier in Süddänemark. Der wurde 1918, ich hoffe, das ist richtig, ansonsten schreibe ich es unten hin, das erste Mal von einem Flugzeugträger bombardiert. Das war auch das allererste Mal, dass überhaupt eine Bombardierung stattgefunden hat von einem Flugzeugträger. Wenn ich richtig laufe, sollte ich auch näher noch an einem kleinen Zeppelin-Museum vorbeikommen, was sich hier eine Interessengemeinschaft zusammengestellt hat, um die Geschichte an den Zeppelin-Flughafen nicht zu vergessen. Aber der hat leider nur Samstag und Sonntag auf und ich bin Montag unterwegs. Aber vielleicht kann man ja trotzdem was sehen. Natürlich, wer Neues hier und sehen möchte, was ich hier erlebe auf meiner Tour, dann lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Aber ich werde jetzt erstmal weiter in diese Richtung. Ich bin hier übrigens auch unterwegs, ein Teilstück zumindest, auf den Tonderstier. Das sind mehrere Wege hier rund um und in Tondern, wo man immer informative Tafeln findet, wo man sich natürlich befindet. Und es steht zwar auf den Schildern auf Dänisch, aber mit einem QR-Code-Scanner kann man die entsprechende Seite aufrufen und alle Informationen auch auf Deutsch erfahren. Wie ihr hinter mir sehen könnt, habe ich einen großen Rucksack dabei. Da ist alles drin, was ich für die beiden Übernachtungen hier in den Sheltern benötige. Wird vielleicht auch ein bisschen zu viel sein. Ich habe jetzt gerade mal so grob 17 Kilo auf dem Rücken. What? Mal sehen, wie sich das morgen macht, weil heute sind es nur 8 Kilometer und morgen sollen es 25 sein. Also hier gab es schon mal den ersten Hinweis auf den Zeppelin-Flugplatz. Was ich auf dem Schild noch erfahren habe, also den Zeppelin-Flugplatz gab es von 1914 bis 1918 bis zur Bombardierung. Und 1920 wurden dann die Hallen demontiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Eingang war zu dem Zeppelin-Museum, aber diese Bauwerke gehörten wohl zu dem ehemaligen Flughafen. Das war denn nun auch der offizielle Eingang mit Parkplatz
vom Zeppelin bzw. Garnisonsmuseum von Tonnern. Und ich habe euch auch eingeblendet die Öffnungszeiten am Wochenende. Ein bisschen hat mich das Museum an die Normandie erinnert, weil dort stehen auch immer bei den Militärmuseen irgendwelche Shermans rum. Eigentlich habe ich mir diesen Weg hier ausgesucht, aber der verschwindet in nichts. Darum bin ich wieder umgedreht und gehe jetzt hier weiter auf dem Weg bis da hinten zum Wald. Und da sollte es eine Abzweigung nach links geben. Und da hat der Fehlerteufel zugeschlagen, wo ich gerade hier am ehemaligen Hangar stehe, der 1920 nicht abgebaut wurde. Im Inneren ist eine kleine Ausstellung eingerichtet und im Vordergrund kann man sehen, wie das Gelände vor der Zerstörung ausgesehen hat. Auf der gezeigten Karte sind einige Orte gekennzeichnet, die man hier im Wald besichtigen kann. Und vorab war ich noch im Infozentrum. Dort kann man die Planung sehen, wie das ganze Museum mal aussehen könnte, um die Geschichte der Luftschifffahrt näher zu bringen. Es war hier ein Marine-Luftschifffahrthafen und ab dem Zweiten Weltkrieg war Infanterie stationiert. Der Garnisonsstandort wurde 2002 geschlossen, aber die ehemalige Kaserne befindet sich in Tondern. Ja, das war ein ehemaliger Munitionsbunker, der zu dem ehemaligen Militärstützpunkt hier gehörte. Da konnte man theoretisch auch rein, aber ich wollte jetzt nicht die richtige Taschenlampe dafür raussuchen und ich wäre alleine gewesen. Hätte mich da einer eingesperrt, wäre ich wohl da nicht mehr rausgekommen. Ich habe meinen ersten Schlafplatz erreicht. Das ist der Schlafplan Zeppelin 2, was ja natürlich hier mit den Zeppeli Flughafen zu tun hat, den es mal hier gegeben hat. Den Shelterplatz und den von morgen, den habe ich übrigens gefunden unter udinatur.dk. Die Website setze ich euch unten rein und es gibt sogar eine App dafür, die Shelter heißt. Auf diesem Platz sind jetzt 5 Shelter mit Feuerstelle und im Hintergrund hat man sogar noch eine überdachte Feuerstelle. Die Schlafplätze reichen vollkommen aus. Das sind halt wie so eine kleinen Unterstände, die nur zum Schlafen dienen sollen. In so ein werde ich jetzt gleich mein Bett richten und dann schauen wir mal, was ich heute noch so mache. Und dann werde ich wohl bei Zeiten ins Bett gehen. So, mein Schlafplatz für heute habe ich schon mal eingerichtet. Ich hoffe, morgen ist das genauso schön. Aber ich muss aufpassen hier wirklich auf die Balken. Ich hatte mich jetzt inzwischen das 4. Mal dran gestoßen, weil ich immer nicht an die Balken hier denke. Also es ist ein definitiv sehr schöner Wetterschutz und das kann ich empfehlen. Ich werde gleich nochmal für die Shelter-App ein paar Bilder machen hier von dem Platz,
weil dort waren noch keine Bilder hinterlegt. Ja, ich habe mir das jetzt so richtig schön gemütlich eingerichtet. Bin noch gerade beim Abendessen. So kulinarisches Highlight gibt es leider nicht. Ich habe nämlich keine Fertiggerichte oder so gefunden in Rema 1000. Darum gibt es nur Milchbrötchen und kleine Würstchen. Der Platz ist sehr, sehr ruhig. Also ab und zu mal hört man hier noch die Mountainbiker durch die Gegend fahren und ein paar Flattermänner, die sich hier in den Bäumen aufhalten. Meistenteils, was ich so gesehen habe, sind es aber auch nur Tauben. Ich werde mal jetzt noch mal was essen. Dann mache ich gleich noch mal einen kurzen Livestream über Instagram. Da könnt ihr ja mal beim MegaTV reinschauen, ob ihr das da noch findet. Weil da mache ich hier noch mal eine kleine Platzrunde und stelle das meinen Followern auf Instagram vor. Und dann geht es nachher schon fast im Bett. Morgen früh gibt es übrigens diese Brötchen, die Milchbrötchen mit Tomatenfisch. Naja, was man sonst so zum Frühstück isst, ne? So Leute, es ist Bettgehzeit. Ich hoffe, ich kann schlafen, aber schauen wir mal. Ansonsten, wenn irgendwas passiert, melde ich mich und wir sehen uns sonst morgen. Gute Nacht.